So, herzlich willkommen zu diesmal einem richtig geilen Spiel. Ich habe es gerade mal angetestet. Wirklich verstanden habe ich es noch nicht. Aber deswegen testen wir es ja an, damit wir Dinge verstehen. Wir spielen Guild Commander. Empfehlung kam eigentlich von Steam. Und ich bin verdammt froh darüber. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist das erste Mal seit langem, dass mal eine richtig gute Empfehlung kam. So. Und zwar, wir müssen eine Gilde verwalten. Das heißt, wir gründen erstmal eine. Machen wir mal eben. So, für jeden, der jetzt lesen möchte, viel Spaß dabei. Ich will's nicht. Oder nicht mehr. Das ganze Spielprinzip, wie gesagt, habe ich noch nicht verstanden. Aber, damit ihr es mal versteht, wir sind ja hier quasi beim Indie-Overview, hätte ich da mal eine Idee. Und deswegen gucken wir uns mal das Tutorial an. Es geht sehr schnell. Und da versteht ihr mal die Grundlagen des Spiels. Welcome to Guild Commander. I'm the developer GTGD, and I'm going to give you a really quick rundown of how to play Guild Commander. So what I want to do is to send these guild members out to these provinces to improve the status of these provinces, to improve the security values. But before I can do that, I can see that these guild members, their stats are not fully charged. In order to fully charge them, I need to build rooms in my guild, and I can see that there are lots of empty plots. Different plots will allow you to build different rooms, and different rooms allow you to recharge different stats. So I'm going to really quickly just jump through and build rooms. Since I'm really familiar with my own game, I of course know what every room does. Alright, almost done there. Putting up a few bedrooms for energy. Okay. And my stats are recharging. Now of course, as a new player, you'll need to have some time to get used to the UI, so I recommend that you use the pause button to pause or unpause the time. As for me, I'll let it keep going. Alright, so where do I send a guild member? If I hover over their stats, I can get a pretty good idea of where this guild member is probably suited. And over time, as I continue to send them out, this contribution sheet will get filled out, and that'll give me a clear-cut understanding of where this guild member is most suited. Now there is something else to understand, is that as you select provinces, you can see that there'll be a way for more time, or there's more expenditure, because these guilds further down, these provinces further down the list, they're further away and they're more expensive to deploy to. Also, it's harder for your guild member to overcome the security value in those provinces. Here's my weekly report. It's just showing me how much my gold has been flowing and which way this week. Alright. I reckon that this soldier will be more suited to Living Isle, where there's currently an alert condition. So I'm just going to deploy him there. And I can see now his daily contribution value and the gold that he's earning. You'll understand how good a figure that is as you continue to play the game. As for this guy, he's a nerd, so he's really good in peaceful situations. So I'll send him to King's Home, and you can see his really high contribution value versus the soldiers. And of course, the different classes of guild member are configured with different stat orientations. Alright, so if I go over to my reception, I can see that there's a hero to sign up, and I might as well just take this guy, because I need to send out as many of them as I can to earn quest gold and, more importantly, rank, so that I can start to build trade guilds. So trade guilds are your main source of income. Once you have enough rank, you can establish a trade guild. The better the status of the province, the cheaper it is to establish that trade guild, and the more gold you'll earn from that trade guild as well. You can also install training programs in your guild, which will add a stat bonus to all of your guild members. And it's available for these 4 stats. You can also use local guilds to improve the security situation of provinces. This is more recommended when you've got tough calamities afflicting your province and you've got no one available to stop serious degradation from happening. So once you've set the goal that you want to contribute, you hit the confirm contribution button.
You can also make items, and you can see that different items have different stat effects. So for example, I can add these items to the production queue, and I have that for different rooms as well. And to cancel it, I just click on them. And your gold is only deducted once the item is produced. Now, I find that my gold is draining really fast. The main expenditure is from rooms, and local guilds if you're using them. I can see here how much of daily gold is getting spent on this room, and if I change the target quality, I can see what that gold effect is going to be. Now, this quality here has an effect on how quickly your guild member stats charge up. I think I should point out to you that if you've got lots of guild members, all with a drained stat, a particular stat, then you'll notice that that stat recharges really slowly because they're all drawing from that same pool. It's getting distributed amongst all of them. But if you have what you'll notice is that when that stat is fully charged on a number of them, it'll recharge much more quickly than on any other guild members who have it only partially filled. So anyway, what I was showing you was that this is a way for you to set your target quality of your rooms. It can be a little tedious, so if you don't want to do that, you can use this universal room target quality bar and just set the target quality and hit apply, and now all of your rooms will have that target quality. And that's a great way to reduce your expenditure, or really just pump up that bar when you have enough gold to do so. Alright. That's pretty much the basics of how to play Guild Commander. I'll leave the rest up to you. Thank you. Ja, kurz, knapp, bündig, passt. Ja, das sind die Grundlagen von Guild Commander. Wir stoppen mal. Ich hab's wirklich ein paar Mal probiert. Ich kam auch einmal relativ weit und habe diese Effekte, die Security hier sehr, sehr hoch bekommen. Ich musste allerdings hinterher ziemlich fix feststellen, dass die Regionen zerstört werden. Also ich krieg's irgendwie augenscheinlich noch nicht ganz auf die Reihe, dass diese Regionen mal halbwegs heile bleiben. Und eigentlich baue ich nicht so viel, aber wir machen das jetzt einfach mal, was der Mann gerade gemacht hat und haben gesehen, sein Gold geht auch runter, also warum dürfen wir das nicht? Das Spiel kann ich bis jetzt schon seit langem im Indie-Overview nahtlos weiterempfehlen. Und möchte auch jedem dazu anhalten, dieses Spiel einmal zu spielen. Es ist wirklich, also mehr Action werden wir hier nicht sehen. Das ist wirklich jetzt alles, was wir haben. Wir schauen mal, wie diese Sachen hier rechargen. Schnell, ja, es geht. Dann lass uns doch mal gucken. Also wir sehen keine Kampfeffekte etc. Hier sehen wir, was ich meine. Die Security wird rot, das heißt, sie nimmt ab. Ich hatte ganz früher einmal irgendwo eine Trade Guild, die bringt richtig Asche. Nur danach habe ich diesen Status nie wieder bekommen. Gucken wir mal. Also der ist gut bei Chaos und Destroyed. Destroyed sogar ein very strong Effekt. Das voll hat. Noch haben am Anfang die Leute hier, wie ihr seht, alles NA. Die wissen noch gar nicht quasi, was sie können. Wenn wir die eine Zeit lang rumgeschickt haben, mit der Zeit füllt sich das immer mehr und wir wissen hinterher, wo, in welchen Regionen ist die jeweilige Person sehr gut. Plus den Status dabei, das passt also schon. Die sind gut für Construction. Ich würde sagen, den schicken wir mal nach Audacious, wenn das gleich voll ist. Er, wie gesagt, hat einen guten Effekt auf Destroyed. Das haben wir noch nicht, den Status, zum Glück. Aber Chaos haben wir in King's Home. Passt. Lassen wir die erstmal rechargen. So halbwegs das hier geht. Was haben wir jetzt? 13 Gold, ja, das passt. Na komm. Obwohl, noch habe ich genug Geld. Ich könnte es ja einmal machen. Das dauert jetzt eh zu lange. Hier haben wir schon wieder einen neuen bekommen. Den nehmen wir mal auf. Der hat viel auf Equipment. Let an old pro show you how it's done. Nun gut, wir schicken, denke ich mal, jetzt den ersten los. Der war gut im Chaos. Here we go. Ja, wir sehen hier 59. Die hat 51. Wir kriegen richtig gut Geld durch die beiden. Und es geht nach oben. Es ist grün. Es ist fantastisch.
Das hatte ich schon lange nicht mehr. Und 15 Gold, passt. Unser Gold geht hoch. Perfekt. Er hat auch viel Strength. Looks like you could use an extra blade. Ach, whatever. Heute ist nicht so rum, meine Englisch-Tag. Und ich würde mal sagen, der hier mit dem On-Mass-Equipment, den schicken wir mal nach Shining Sky. Oh, mach mal. Mach mal hier voll. Ich habe das Spiel, wie gesagt, so grundlegend verstanden. Aber habe manchmal nicht verstanden, warum und wie und was und warum kaputt und so weiter. Oh, 118 Gold pro Tag, das ist ziemlich geil. Halte das am Anfang einfach gering, die Target Quality. Auch wenn ich gerade auch nicht der Profi in diesem Spiel bin, kann ich zumindest schon mal sagen, was ich für Erfahrungen gemacht habe. Und den möchte ich nicht haben. Hat zwar hohe Effekte, aber den möchte ich nicht haben. Ja, Chaos haben wir im Moment keins mehr. Ich ist jetzt nicht so, als ob ich traurig drüber bin, aber der hat viel auf Alert. Ich würde sagen, den schicken wir mal in die Living Islands. Ja, das Let's get going, shall we? Oh, der macht auch ganz gut Geld pro Tag. Ja, wir hätten da 2 Construction Areas und wir haben ja jeweils schon einen da, deswegen wäre vielleicht dafür. Wir tun uns das erstmal nicht an. Wir warten, bis der nächste kommt. Also ein bisschen Kohle sammeln. Wieso ging gerade mein Geld runter? Ah, ich wollte noch was testen. Den haben wir hier. Der hat viel Moral. Den nehmen wir. I'll do my Denn best. Moral ist super für Chaos, siehst du? Und Chaos werden wir noch öfter leider haben. Ich finde das gerade gut, dass die alle im Recharge hier sind. Das hätte ich so nicht erwartet. Chaos Strong Effekt und Chaos Very Strong Effekt. Das ist doch gut. Und hier ein starker Effekt auf Alert. Hat eigentlich auf Alert allgemein einen guten Effekt. Awareness. Awareness hat er jetzt nicht gerade viel. Den schicken wir am besten mal in eine chaotische Region, die wir im Moment nicht haben. Oh, direkt grün am Anfang. War schön. Ja, ich habe wieder so einen Kochtyp. Equipment und Knowledge brauchen wir nicht. Gerade zumindestens. Lass uns mal überlegen. Wenn wir kein Chaos haben, vielleicht können wir den nach Frontier schicken. Oder das ist Alert. Das ist dann Awareness. Na gut, dann der hätte auch noch bei Dangerous, also den können wir auch noch nach Night Haven schicken. Machen wir das doch mal. Here we go. Oh, nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste. Der kommt jetzt gleich zurück in 2 Tagen. Was kann ich zu diesem Spiel noch sagen? Es kostet allgemein nicht sehr viel. Deswegen umso mehr zu empfehlen. Und es macht irgendwie auf Dauer saumäßig viel Spaß. Ich möchte also wirklich von allen Indie-Overview-Games klipp und klar mal eine massive Empfehlung aussprechen. Nein! Jetzt geht wieder alles runter. Siehst du, das ist das, was ich meine. Das ist nicht okay. Der Typ hat von allem irgendwas ein bisschen. Der soll mal rechargen. Und das hier war gut für Alert, ne? Genau. Strange hat einen Fair Effekt. Das hat einen Strong Effekt. Also der ist gut in Equipment. Dann hat er noch ein bisschen auf Awareness. Ich würde sagen, den schicken wir nach Frontier. Wir müssen mal irgendwo irgendwas etablieren. Weil jetzt stockt unser Gold. Also jetzt geht's runter, ja. Wieder ein neuer, der genau die gleichen Sachen hat, okay. Den schicken wir auf jeden Fall mal nach Frontier. Ja, der macht ganz gut Geld und hat eine ziemlich schöne Contribution. Der muss auf jeden Fall rechargen, also. Das geht so gar nicht. Kann man die eigentlich ändern? Nee, ne? Der hat viel auf Construction. Den lassen wir da auf jeden Fall rechargen mit. Or Strange. Equipment. Knowledge. Da haben wir es da. Der muss sich mal hier reinsetzen.
Oh, sehr geil. Oh, viel Awareness. We work together, we can find some really good stuff. Er ist nämlich sehr gut für Alert. Den schicken wir dann mal direkt zur Living Island. Als Living Island. Ja doch. Für überlebende Insel. Oder was auch immer. Oh, nix Island. Ah, ist ja auch egal. Dann haben wir hier Nertokolos. Der da. Unser Scholar. Elf ist gut für Prosperity and Peace. Genau wie das. Und bist du gut? Viel Moral, viel Strength. I'll do what I can. Ja, ist auch wichtig. Ich brauche jetzt erst diesen Awareness-Typen mal. Unser Geld geht nämlich runter. Das mag ich gerade gar nicht. Wo ist er? Das ist er. Der hat einen Alert-Status zu bereinigen. Ich würde sagen, wir machen den ja wirklich mal hin. Das hat einen very strong Effekt auf Alert. Wir lassen ihn natürlich erstmal komplett vollladen. Und wir sind wieder ein bisschen plus. So, alles in allem. Die müssen alle noch mal ein bisschen rechargen. Equipment und Awareness. Oh, sure, happy to help. Haben wir auch. So, du kommst Let's do this. hier hin. Oh, der macht ganz gut Geld pro Tag. Basis ist immer noch in Construction. I shall do my best to make sure no one gets hurt. Der kommt dahin. Der muss noch rechargen, der da hinten auch. Ja, der sowieso. Der ist ja total hinüber. Dafür kann aber einspringen. Er hier vielleicht? Construction? Gib mir mal zu Shining Island. Der hat nämlich auch hier noch ein bisschen was an Effekten. Dangerous hat einen Good Effekt. Awareness ist immer geil. Construction. Chaos. Chaos, Dangerous. Den schicken wir mal. Ja. Nach King's Home. We have much to do. Let's not waste any more time. Den lasse ich noch ein bisschen rechargen. Ja, seht ihr, der hat noch nicht wirklich gute Werte. 42 und 58. Aber die Security steigt. Ich bin mir noch gar nicht mal sicher, wie man solche komischen Events platt kriegt. Ich weiß aber, dass sie definitiv scheiße sind. Also den schicken wir nach Shining Alright, Sky. let's do this. Oh, keine hohen Effekte. War gut bei Alert, ne? Ja, dann schicken wir den direkt gleich hinterher. Ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist, wenn man mehrere dahin schickt. Soweit ich weiß, ja. Energy Equipment Knowledge. Für Construction recht gut. Ich habe meine Zeit tatsächlich so gemacht. Ja, fast nur alle irgendwo hinzuschicken. So Masse statt Klasse. Hat aber irgendwie letzten Endes auch nicht geklappt. Was kann ich noch für ein Overview geben? Wir haben hier noch keine Trade Guilds, wie ihr schon seht. Und ihr habt ja eben auch großteils schon mal alles gesehen. Hier können wir den nächsten Guild-Member auswählen. Oha. Good to be on the party. Das Gute ist, man braucht nicht, wie ich das ursprünglich dachte, Geld für die. Also sie werden nicht monatlich bezahlt. Was wirklich von Vorteil ist. Wir machen jetzt gerade zwar Geld, aber unendlich machen wir auch nicht. Knowledge. Der wäre eigentlich vielleicht ganz gut in Night's Haven und das testen wir jetzt auch mal. Aber nee, das ist noch ein bisschen recharge. Obwohl. Let me show you how it's done. Nee, Daily Contribution ist fast gar nichts. Ich denke, den schicke ich mal nach Shining Sky, wenn der aufgeladen ist. Einfach mal zur Unterstützung. Obwohl, nee, den schicken wir da mal. Easy peasy. Ah, hohe Contribution. Also Shining Sky kriegen wir immer noch nicht. I'll make sure no one gets hurt. Diese blöde Zombie-Horde, ich weiß noch nicht, wie man die kaputt kriegt. Weiter. So. Wir haben jetzt 3 Stück da und das reicht immer noch nicht, augenscheinlich.
Dann schicke ich den jetzt auch noch dahin. Here we go. 50. Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung augenscheinlich, wie man das hinkriegt, dass diese blöde Zombie-Horde weggeht. Let me help. Frank brauchen wir einen. Es wäre mal ganz gut hier. Wir haben jetzt zwar überall jemanden, aber hier fehlt uns augenscheinlich noch was. Ich würde gerne lokale Gilden etablieren, aber die kosten nun mal so Just lead the way. en masse. Das geht gar nicht. Zusammenfassend, bis jetzt kann ich euch sagen, wie gesagt, das ist ja, ein sehr zu empfehlendes Indie-Spiel. Wie ihr eben den Entwickler gehört habt, vermute ich auch mal, so wie er redet, dass er es alleine entwickelt hat. Weiß ich aber nicht. Müsste ich mich jetzt nochmal genauer informieren. Ich werde es definitiv noch ein paar Mal spielen. Vielleicht, und das meine ich ernst, machen wir da auch ein ganzes Let's Play mal raus. Über ein paar Folgen, weil ich finde es wirklich... Ich denke, es ist viel Potenzial noch hinter, dass wir hier so schnell mit einem kurzen Overview gar nicht machen können. Wir können gerne heute mal ein bisschen länger machen. Weil das ist mal ein Overview, was mir richtig Spaß macht. Auch wenn eigentlich überhaupt nichts los ist. Can't stop me now. Aber es ist halt so ein bisschen Verwaltungsspiel, ne? Ich mag diese Verwaltungsdinge, wo man auch mal ein bisschen abschalten kann. Und nicht aktiv rennen muss und rumbratzt und... Ne? No! Dangerous. Awareness, richtig? Jawohl. Das soll sich mal rechargen. Dann erhöhen wir auch mal ein bisschen die Raumqualität nochmal. Wir sind jetzt auf 19 und 4 pro Raum mehr. Scheint finanziell noch zu passen, ja. Ah, jetzt wird's langsam so ein bisschen kritisch. Das muss jetzt passen. No problem. Sonst kriegen wir kein Geld mehr. Derzeit. Der hier ist schon im Chaos-Zustand. Ich würde sagen, den schicken wir mal zur Living Island. Ah, was haben wir denn da mal? Komm, noch nach Shining Sky hier. Come on, let's go. Immer noch nicht. Gut für Chaos, ja. Auch hier Shining Sky. Alright, let's do this. Bang, jetzt kriegen wir es hin. Jetzt ist grün. Vielleicht kriegen wir jetzt diese Zombie-Horde kaputt. Der hat viel Awareness. Den brauchen wir auf jeden Resident Fall. Hawkeye at your service. Hat der gerade gesagt Hawkeye? Okay. Jetzt machen meine Leute hier schon Schleichwerbung. Oder was sagt? Und die Zombie-Horde. Wir haben 6 Leute da und die Zombie-Horde hat trotzdem noch eine Gewichtigkeit. Ich würde ganz gerne Knight's Haven By sehen. your command. Jo, Knight's Haven ist grün mittlerweile. Frank. Wer ist denn da? Equipment und Knowledge. Brauche ich jetzt gerade zumindest nicht. Und viel auf Construction haben wir aber nicht. Was war nochmal Equipment? Auch auf Construction. Wir könnten ja mal überlegen, wie wir das hier wegkriegen. Wie wir Audacious hinkriegen. Aha, okay. Okay. Na gut, also das scheint vielleicht auch so zu sein. Ich weiß es ja nicht, wie gesagt. Looks like you could use an extra blade. Ich bin mir da noch nicht sicher, aber wenn ich das so lese hier, wie stark das runtergeht zum Beispiel, moderat, also hier ist slowly, moderat und heavily, wie stark die Sicherheit da runtergeht. Also die Frage ist, ob man dann vielleicht einfach mal anfängt, erst hier Trade Guilds zu etablieren, dass man richtig Incoming hat an Cash, ja, dann weitermacht. Bin mir nämlich nicht sicher. Den möchte ich jetzt mal hier hinschicken. The Living Island. All right, Also. I'll show you whippersnappers how it's done. Wir könnten ja eigentlich mal alles eindeutschen, ne? Ist die Leaving Isle. Den hier schicken wir mal
Ah, den schicken wir auch zur Living Isle. Oh, no time to waste, let's go. Und wir haben Security auf 500, jawohl. Unser Guild-Ranking. Vielleicht steigen wir jetzt mal ein ganz klein bisschen hoch. Das wäre doch mal awesome, oder? Den schicken wir hier nach Ski. Here we go. Oh, das ist mittlerweile im Chaos. Sehr geil. Der hier ist im Alert. Das ist aber gut für Chaos, oder nicht? Unter anderem. Moral und Strength. Streng. Morale und Streng. Da schicken wir den nach Odasis. Let's do this. Und den schicken wir gleich mit. Let's do this. Haben wir noch irgendwen? Alert und Dangerous. Hey, die Perverse Paladins. Die perversen Paladine. Guess it's time to collect some more loot. So, die machen hier wieder unsere ganze Reputation kaputt. Chaos. Ich würde sagen, lass uns mal Odasis retten. Come on, let's go. Wir retten alle. Oh nein, ich sehe, ich muss gleich leider. Oh, cool. Gleich leider. Und das Overview ausmachen. Es geht ja immer nur eine halbe Stunde, höchstens. Oh, das ist schade. Also wenn ihr das auch wollt, I'll make was sure ich no one will, gets hurt. dass wir mal ein Let's Play rausmachen, dann haut's mir doch mal in die Kommentare. Wenn ich nicht bis dahin sowieso schon ein Let's Play rausgemacht habe. Ich bin mir gar nicht mal sicher, welchen Freitag ihr das seht, aber ich glaube, es ist der Freitag, der 20. glaube ich heute. Ja, ich glaube, heute ist Freitag, der 20. Denn ich konnte dann definitiv nicht warten, dieses Spiel schnell hochzuladen, euch schnell vorzustellen. Und ich möchte nochmal an dieser Stelle ganz lieb jemanden grüßen, der mir sehr viel bedeutet. Und ich das jetzt einfach mal in dieses Let's Play Overview einbinde und sage dir, dass es schön ist, dich zu kennen. Du weißt ganz genau, wen ich meine. Und jetzt möchte ich was für euch einbinden, meine lieben Wölfe. Wir lassen das Bild noch nicht so, wir spielen im Hintergrund mal weiter, aber wie ihr jetzt wisst, muss ich mich verabschieden und wie immer der gleiche Satz, denn der Satz ist mir wichtig. Wenn ihr Vorschläge habt für weitere Games, für das Indie-Overview, oder einfach mal Spiele, die ihr vielleicht sogar selber programmiert habt, oder was auch immer, oder ein Freund, der sie programmiert hat, oder der Freund eines Freundes, von dem der Onkel, die Cousine, dessen Onkel, davon der Bruder es programmiert hat und ihr ihn zufällig kennt oder jemanden kennt, der einen kennt, dann bin ich verwirrt und ihr dürft es mir trotzdem zeigen. Das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, lasst mir eine Nachricht zukommen, schreibt mir, wo ihr möchtet, ihr findet mich schon irgendwo. Notfalls schreibt mir einfach über YouTube. Aber ich würde sagen, das Spiel stellen wir dann auch mal vor. Und ich finde es schön, dass ihr dabei wart. Abonniert mich, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ja, wie bereits gerade gesagt, abonniert mich, dann verpasst ihr keine anderen Folgen mehr. Vielleicht auch nicht mal eure eigenen, die ja schon bald kommen könnte, wer weiß. Und ich hoffe, wir sehen uns beim Let's Play hiervon. Und bis dato, bis nächsten Freitag, euer Wolf.